Hi, ich bin Isabella und 2025 mal ich das, was mich zum Weinen bringt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Künstlerin, zurzeit hauptberuflich, weil ich eventuell meinen Nebenjob kündigen musste. Ups! Und falls du mich schon kennst, willkommen zurück, meine Beste. In diesem Video zeige ich euch den kompletten Malprozess von meinem neuen XXL-Gemälde. Ich erkläre euch meine Vorgehensweise und wir schauen uns an, was gut und was komplett schief ging. Ich teile mit euch außerdem den kompletten Gedankenfluss zu den Hintergründen meiner Idee. Falls ihr selbst gerade am Malen seid, kein Problem. Ich habe heute viel zum Erzählen und ihr könnt euch dieses Video entspannt im Hintergrund laufen lassen. Ich weiß, viele von euch schauen meine Videos nebenbei beim kreativen Arbeiten oder im Haushalt und dafür ist etwas Gesprochenes angenehmer. Also schnappt euch ein warmes Getränk oder eher ein Spaßgetränk bei dem Wetter und lasst uns die Zeit zusammen genießen. Falls ihr es nicht gesehen habt, im letzten Video habe ich gezeigt, wie ich das Licht in meiner Vorlage kreiert habe und warum das für die Stimmung des ganzen Bildes so entscheidend war. Ich verlinke euch das mal jetzt. Heute geht's direkt mit der Vorbereitung der Leinwand los. Ein großes Ölgemälde auf Leinwand zu starten bedeutet für mich erstmal mindestens ein ganzer Tag nur für die Vorbereitung der Oberfläche. Vorausgesetzt natürlich, die Gesso-Dose ist noch flüssig und nicht komplett eingetrocknet oder überhaupt aufzubekommen. Unter Vorbereiten der Oberfläche meine ich Gesso. Gesso auftragen, runterschleifen, wieder Gesso drauf, wieder schleifen. Und das Ganze mindestens 3 Runden. Wenn die Leinwand besonders grob ist, sogar bis zu 6 Mal. Warum dieser Schritt so wichtig ist? Naja, ich weiß, es klingt nach viel Aufwand, aber für mich ist das absolut notwendig und es spart mir im Nachhinein sehr viel Energie. Wenn die Oberfläche nicht glatt genug ist, greifen die Farben später nicht so, wie sie sollen. Und Details, besonders bei Porträts oder feinen Texturen, werden dann einfach viel schwieriger hinzubekommen. Ohne diese Schicht verschwendet man außerdem tonnenweise teure Ölfarbe, die in die Oberfläche eindringt. Also ist Gesso mein Fundament. Achtung, es folgt ein kontroverses Thema und falls ihr es kontrovers findet, lasst es gerne raus. Die Skizze für dieses Bild habe ich nämlich in Procreate vorbereitet. Ich habe die Fotovorlage importiert und die Outlines in einem separaten Layer gezeichnet. Das spart mir unheimlich viel Frust, meistens zumindest. Dann projiziere ich meine Outlines mit einem Beamer auf die Leinwand. Und ihr könnt mir glauben oder nicht, es ist nicht die einzige Methode, die ich nutze. Manchmal zeichne ich direkt auf meinen Maluntergrund, manchmal nutze ich Kohleblätter, um die Outlines zu übertragen und es ist einfach scheißegal, wie man es macht. Habt einfach Spaß und nutzt was auch immer euch das Leben einfacher macht in eurer Kunst. Genau hier habe ich meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe einen Fineliner verwendet, der nicht wasserfest war. Ich wusste es eigentlich, ich habe extra drauf geguckt, aber dachte, das wird schon passen. Und naja, seht selbst. Ich wollte die Skizze versiegeln, also habe ich eine Mischung aus Acrylfarbe, Wasser und Gesso drüber gelegt. Die Idee hinter einer Versiegelung ist, die Skizze so zu fixieren, dass sie später beim Auftragen der Ölfarbe definitiv nicht mehr verwischt und die Skizze außerdem weniger auffällig erscheint, damit die erste Schicht der Ölfarbe sie dann auch komplett deckt. Naja, alles ist verlaufen, die Linien sind komplett verwischt. Alles wurde zu einem rosagrauen Schleier aus Erinnerungen an eine Skizze. Aber immerhin, man erkennt noch genug, um weiterzuarbeiten. Ich overkille die Outlines immer und später ignoriere ich sie zum Teil. Diese pinke Schicht habe ich dann nochmal komplett runtergeschliffen, damit die Oberfläche auch schön glatt bleibt. Ein kleiner Tipp von mir. Es ist immer so viel besser, ein paar Farbtöne mehr vorzubereiten und mit mehreren Pinseln gleichzeitig zu arbeiten. So vermischen sich die Farben auf den Pinseln nicht und auf der Leinwand bleibt alles viel sauberer. Das verhindert dieses Chaos, das sonst schnell entstehen kann, wenn man ständig Farben mischt und übermalt. Generell ist der Hauptgrund, warum meine Palette, die Leinwand und mein ganzes Umfeld meistens so ordentlich aussehen, weil ich unglaublich viel Zeit in die Vorbereitung stecke. Ich hasse es, Fehler hinterher korrigieren zu müssen. Deshalb stelle ich vorher sicher, dass wirklich alles passt und ich eine saubere Malsession von Anfang an ermöglichen kann. Aber was male ich eigentlich und warum bringt es mich schon wieder zum Weinen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein ganzes Erwachsenenleben so eine Art Überlebensmodus ist. Nicht im dramatischsten Sinne, aber eher so unterschwellig, als würde ich jeden Tag versuchen, irgendwie klarzukommen, ohne dass es nach außen hin so aussieht. Es ist nicht immer offensichtlich. Ich funktioniere, ich mache meine Sachen, ich bin kreativ, ich lache sogar viel.
aber unter der Oberfläche fühlt es sich oft schwer an. Und dieses Gefühl begleitet mich schon seit Jahren, aber in meinen 20ern ist es irgendwie lauter geworden. Alles ist gleichzeitig zu viel und zu wenig. Man will so viel schaffen, erleben, beweisen und gleichzeitig einfach nur Ruhe. Was aber verrückt ist, genau dieser Zustand, dieses Überfordertsein, diese emotionale Rohheit, ist als Künstlerin irgendwie auch ein Geschenk. Es gibt mir so viel Material, so viele Themen, Bilder, Gefühle, die ich in meine Arbeit packen kann. Es ist wie ein Speicher voll ungelöster Gedanken, der sich in Pinselstrichen ausdrückt, wenn Worte nicht reichen. Und je länger ich beobachte, desto klarer wird mir, es geht nicht nur mir so. Dieses innere Chaos, dieses Gefühl von, ich schaffe das alles nicht mehr, das ist so viel verbreiteter, als wir denken. Viele von uns führen ein normales Leben nach außen, aber innerlich kämpfen wir. Gegen Unsicherheiten, gegen Selbstzweifel, gegen die Stimme, die uns immer wieder sagt, dass wir nicht gut genug sind. Und das ist das Tragische. Wir selbst sind oft unsere härtesten Gegner. Wir reden uns klein, entwerten unsere Erfolge, als wären sie Zufall. Aber jeden kleinen Fehler, den tragen wir wie ein Schild vor uns her. Als würde er mehr über uns aussagen als alles, was wir richtig machen. Ich glaube, der Weg raus, oder sagen wir eher der Weg durch, beginnt mit etwas, das total unterschätzt wird. Selbstempathie. Nicht so ein Lieb dich selbst Ding, sondern eher sich ehrlich mit sich selbst auseinandersetzen, ohne sofort zu verurteilen. Verstehen, warum man reagiert, wie man reagiert, warum man ausflippt, traurig ist, still wird oder laut. Und genau das ist die Basis für dieses Bild. Es ist aus diesem Gedanken entstanden. Wie wäre es, wenn ich mich in dem Moment, in dem ich mich selbst am meisten verurteile, stattdessen mal einfach nur versuche, mich zu verstehen und zu umarmen? Heute bin ich mal vernünftig und starte mit dem Hintergrund. Der ist nämlich ziemlich detailliert und muss unbedingt zuerst fertig werden. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich liebe es, Atmosphäre zu schaffen, diesen besonderen Vibe, der das ganze Bild trägt. Kennt ihr diese Tage, an denen man einfach keine Kraft hat, wo man das Gefühl hat, dass schon die kleinste Entscheidung zu viel ist? Nicht mal große Sachen, ich rede von den kleinsten Dingen. Das Gemüse schneiden, kurz rausgehen, einen Menschen anrufen, der einem eigentlich wichtig ist. Man weiß, dass man sich besser fühlen würde, wenn man es einfach macht, aber man kann nicht. Und dann liegt man da, mit dem Handy in der Hand und scrollt und fühlt sich nach 3 Stunden noch leerer als vorher, weil man irgendwo weiß, dass das nicht das ist, was einem eigentlich wirklich gut tun würde. Aber unterbewusst hat man vielleicht das Gefühl, ich hab's eh nicht besser verdient. Ich habe das auch nicht im Griff. Nicht immer. Ich habe keine perfekte Morgenroutine und ich meditiere nicht jeden Tag und ich bin auch nicht die jeden Breakdown sofort kreativ kanalisiert. Manchmal bin ich einfach nur müde. Aber es gibt ja dieses Paralleluniversum in meinem Kopf. Da kriege ich es irgendwie hin. Da schaffe ich es, aufzustehen, eine Kerze anzuzünden, ein Bad einzulassen, Musik anzumachen, vielleicht eine Folge von Gilmore Girls oder ein YouTube-Video von jemandem, der mich inspiriert. Und das ist dann nicht die große Heilung, aber es ist eine kleine Erinnerung daran, dass ich nicht aufgeben muss, dass ich mir selbst auch eine gute Freundin sein kann, auch wenn das Liegen und Weiterscrollen einfacher wäre. Das Malen der Kerzen war für mich absolut therapeutisch. Gerade bei sich wiederholenden Mustern, wie hier die Rundungen auf der Kerze, versuche ich mir das Objekt in einfacheren Formen vorzustellen. Erstmal konzentriere ich mich nur auf die Farben, dann kommen die Schatten dazu und am Ende die Lichtreflexionen. Und plötzlich, fast wie von selbst, wirkt das Ganze richtig dreidimensional. Was meint ihr, soll ich daraus vielleicht ein ganzes Stillleben machen? Jetzt, wo ich das nochmal sehe, könnte ich mir das voll gut als eine quadratische Komposition, als komplettes Kunstwerk vorstellen. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Während ich hier gerade mit den Porträtdetails starte, muss ich nochmal auf das zurückkommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe.
Das Paradoxe ist, als Künstlerin bieten mir Krisenmomente unheimlich viel Raum, mich davon inspirieren zu lassen und diese Gefühle auf eine kreative Weise zu verarbeiten. Und ich weiß, wie widersprüchlich das klingt. Weil ehrlich, niemand will sich in einem mentalen Ausnahmezustand befinden. Niemand sucht sich freiwillig diesen Strudel aus Müdigkeit, Selbstzweifel, Angst oder einfach dieser lähmenden Stille. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, genau in solchen Momenten entstehen bei mir die tiefsten Ideen. Nicht trotzdem, sondern irgendwie deshalb. Ich habe oft das Gefühl, als würde ich untergehen. Emotional, energetisch, gedanklich. Manchmal ist es, als wäre man in einem tiefen Ozean und könnte nicht mehr auftauchen. Und doch ist genau dieser Ort, dieser innere Abgrund voller Details, voller Reflexionen, Farben, Bewegungen, Gedanken, die man sonst nie denken würde. Es ist wie ein verdrehter Tauchgang, beängstigend, ja, aber auch voll mit Erkenntnissen. Und ich glaube, dass es genau dieser Zustand ist, aus dem Kunst entsteht, wenn man merkt, dass man mitten im Chaos noch sehen kann, vielleicht sogar klarer als sonst. Und so dramatisch es klingt, ich versuche, diese Momente nicht zu ignorieren, sondern sie mitzunehmen. Vielleicht ist es unser Job als KünstlerInnen. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, in den Momenten, in denen andere wegsehen wollen, genau hinzuschauen. Nicht um Lösungen zu finden, sondern einfach nur um es festzuhalten. Das Ungreifbare, das Unerklärte, das Gefühl, das sonst keinen Raum bekommt. Und vielleicht liegt da sogar etwas Tröstliches drin. Dass genau diese dunklen Phasen nicht nur Schmerz produzieren, sondern auch Bilder, Geschichten und Erkenntnisse. Und vielleicht zeigt genau dieses Bild hier, was ich meine, denn so hat sich meine Idee weiterentwickelt. Manchmal fühlt es sich an, als würde man untergehen, als läge man reglos in einem Becken aus Gedanken, die über einem zusammenschlagen. Aber was, wenn wir in diesen Momenten nicht die Augen verschließen, sondern sie weit öffnen? Was, wenn wir uns eine Taucherbrille aufsetzen und das Chaos einfach mal betrachten? Das Abtauchen muss nicht immer Flucht sein. Vielleicht ist es auch eine Entscheidung, sich der Stille, der Schwere, dem Unklaren zu stellen und darin etwas zu entdecken, das sonst verborgen bleibt. Wenn das Wasser uns nicht in den Augen brennt, dann können wir sogar im Sinken noch sehen. Das Bild erzählt also nicht vom Aufgeben, sondern von einem merkwürdigen Frieden im Sturm. Und dann kommen die Enten. Das klingt jetzt fast lächerlich. Gerade habe ich noch über existenzielle Tiefen gesprochen und jetzt Badeenten. Aber ich meine das völlig ernst. Denn für mich stehen sie für etwas ganz Wichtiges. Etwas, das wir im Erwachsenenwerden ganz leise und fast unbemerkt verlieren. Den Zugang zu unseren einfachen, kleinen Freuden. Wenn du als Kind gebadet hast, erinnerst du dich an den Moment, an dem du aufgehört hast, die Badeente mitzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Es war kein bewusster Abschied. Es gab kein Danke für alles, du warst ein guter Freund. Sie war einfach irgendwann nicht mehr da. Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr dazugehört, weil wir zu groß dafür sind. Und so verschwinden nach und nach diese kleinen Rituale, diese verspielten Momente, die keinen Zweck hatten, außer uns glücklich zu machen. Warum haben wir aufgehört, mit den Enten zu baden? Wann wurde Baden zu einer Pflicht, zu etwas, das schnell gehen muss, effizient sein soll, damit wir wieder funktionieren können? Wann haben wir uns eingeredet, dass Spaß nichts für Erwachsene ist? Zumindest nicht dieser kindliche, alberne Spaß. Ich glaube, genau da beginnt dieses leise, unterschätzte Gefühl von Traurigkeit im Alltag. Dieses ständige Funktionieren, dieses Ich muss und ich sollte, ohne dass irgendwo Raum bleibt für Spiel, für Unsinn, für Wärme. Deswegen will ich meine Enten zurück. Ich will sie nicht, weil ich naiv bin oder die Realität ausblenden will, sondern genau wegen der Realität. Ich will das Spielerische zurück, das Unnötige und das Herzöffnende. Ich will wieder Seifenblasen machen, obwohl sie nach 3 Sekunden platzen. Ich will, dass Alltag wieder Platz für alberne Dinge hat. Für die, die keinen Nutzen haben, aber einen Wert. Und wer weiß, vielleicht liegt genau darin ein Teil vom Glück, das wir die ganze Zeit suchen. Vielleicht ist es längst da und es hat einen roten Schnabel und wartet in der Ecke der Badewanne auf uns. Hier bin ich übrigens auf das nächste Problemchen gestoßen und ich weiß nicht genau warum, ob es an meinen Farben liegt. Die Farbe trocknet sehr unregelmäßig. Manchmal wirkt sie matt und hell, dann wieder tiefdunkel und glänzend. Um das auszugleichen, nutze ich eine dünne Schicht Malmedium. Besonders wenn es wirklich wichtig ist, den genau richtigen Ton in der nächsten Farbschicht zu treffen, hilft das enorm.
Ich habe ihn euch in der Caption notiert. Das Bild ist jetzt fast fertig und es wird Zeit für den Lack. Dabei taucht gleich das nächste Problem auf, das vermutlich auch mit meinen Farben zusammenhängt. Ich benutze nämlich unterschiedliche Marken und vielleicht mögen die sich einfach nicht so richtig. Außerdem verdünne ich mal mit Malmedium, mal mit purem Leinöl. Der Lack will dann manchmal einfach nicht richtig haften. Zum Glück habe ich neulich herausgefunden, dass ich damit nicht alleine bin und eine Lösung ist, mehrere Schichten aufzutragen. Eine andere Möglichkeit ist, den Lack erst kurz antrocknen zu lassen und dann nochmal mit dem Pinsel drüber zu gehen. Bei mir hat das nicht perfekt funktioniert, also habe ich nach ein paar Tagen noch eine weitere Schicht Lack aufgetragen. Das Bild ist jetzt so gut wie fertig. Ich werde irgendwann noch die Ränder bemalen, aber das dauert noch ein bisschen. Was hast du gemacht, während du das Video geschaut hast? Warst du auch kreativ? Schreib's mir in die Kommentare. Und ich bin sehr neugierig, was dein Spaßgetränk war. Sag mir auch gern, wie dir das Format gefallen hat. Also die Mischung aus Malprozess und Voice-Over. Ich glaube, das ist für mich eine viel entspanntere Methode, alles miteinander zu verbinden. Denn beim Malen fällt es mir extrem schwierig, sich kurz mal auf was anderes als das Malen selbst zu konzentrieren und mal kurz in die Kamera zu sprechen. Ich versuche aktuell alle 2 Wochen ein neues Video zu veröffentlichen. Und das ist schon sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass ich das alles selbst mache. Aber es macht mir auch sehr viel Spaß und je öfter ich das mache, desto leichter fällt es mir. Das merke ich jetzt schon. Wer hätte das denn gedacht? Also ich nicht. Jedenfalls, eure Rückmeldungen motivieren mich sehr und ich danke euch vielmals dafür. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag mit herrlichem Wetter. Ich bin Isabella Kreinig und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.